und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Martin Erdmann, das ist Oliver Vogel, wir sind beide Musikwissenschaftler und Oliver Vogel beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Erik Satie und hat jetzt das erste größere Buch über Satie geschrieben, das seit 50 Jahren in deutscher Sprache erschienen ist. Ein sehr umfangreiches Buch, 700 Seiten mindestens. Und es hat den Untertitel Erik Satie, Untertitel Der skeptische Klassiker. Und wenn man an Satie denkt, dann fallen einem sicherlich alle möglichen Attribute ein, aber nicht unbedingt Klassiker. Und dieses Buch, in dem es um die Biografie geht von Satie, aber eben auch um seine Werke, in diesem Buch werden einige landläufige Bilder, die man sich von Satie gemacht hat, geprüft oder auch auf den Kopf gestellt. Das werden wir jetzt erfahren. Dieses Buch ist, wie gesagt, relativ dick und wir machen so eine Art Einführung für alle Leute, die nicht sofort bereit sind, 700 Seiten am Stück zu lesen. Ich fange mal an mit der Frage, was gibt es denn für Satie Bilder, die hier vielleicht angeknabbert werden in dem Buch? Ich habe mich immer gewehrt gegen die Auffassung, dass er ein mysteriöser Typ war, dass er ein Hallodri war und dass er vor allen Dingen durch seine kuriosen Verhaltensweisen und merkwürdige und auffällige Charakterprägungen die Leute verblüfft hat und dass er auf diese Weise gar nicht zu fassen ist und ein Exzentriker sei und all diese Dinge. Ich wollte wirklich verstehen, was ihn in seinem Inneren bewegt hat und ich wollte so etwas wie eine Kontinuität in seinem Leben darstellen. Stichwort Rätselhaftigkeit oder Identität, das gehört doch auch mit zum Satie-Bild, dass man immer gesagt hat, man kann eigentlich den wahren Kern sozusagen von Saties Persönlichkeit gar nicht so einfach herausstellen oder gar nicht. Und wenn du sagst, du möchtest seine Entwicklung darstellen, sodass man das jetzt endlich mal versteht, wie kommt man dem denn dann nahe? Wie kommt man durch diesen rätselhaften Charakter oder wie das sein? Ja, man steigt natürlich besser durch, wenn man so etwas wie eine lineare Entwicklung aufzeigen kann. Dazu muss man ins Detail gehen und was benachbart ist, auch nebeneinander halten und schauen, wie sind die Zusammenhänge in den Details. Das ist bei Satie nicht immer leicht, weil er oft seine Grundsätze geändert hat und gesagt hat, das ist jetzt fertig, dieser Typ ist perfekt, er funktioniert und jetzt wende ich mich einer anderen Sache zu. Oder als Debussy seinen Pelléas, seine große Oper präsentiert hat, dass er gesagt hat, jetzt ist das, worum wir gekämpft haben, errungen und jetzt muss etwas ganz anderes her, ganz grundsätzlich. Ja, diese Momente muss man durchdringen und verstehen lernen, um zu sehen, warum die Dinge so rätselhaft sind. Also Debussy hat gesagt, mit den Pelléas haben wir eine neue... Ja, das hat Satie sich selbst gesagt. Er hat gesagt, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, was wir in unserer Jugend gemacht haben, ist gelungen. Und jetzt muss etwas Neues her, oder ich bin verloren, hat er gesagt. Oder ich bin verloren. Aha. Ja, und wie hat er sich dann aus dieser Situation des Verlorenseins wieder herausgeholt? Es war eine ganz schwierige Zeit, 1902. Er hat sich in dieser Neuorientierung viel tatsächlich am Impressionismus von Debussy versucht. Er hat da so ein paar Stilkopien gemacht. Natürlich nicht als Werke, die er dann veröffentlicht hätte, aber er hat sich darin probiert, hat gedacht, kann man das nicht vielleicht aufbereiten für andere Medien, für die Music Hall, für melodramatische Zwecke. Er hat da ein bisschen herumprobiert, er hat kontrapunktische Studien betrieben plötzlich. Er war ja schon nahezu 40 Jahre und hat sich dann nochmal an der Schola Cantorum angeschrieben, hat wirklich ganz grundsätzliche Dinge dann ausprobiert und keine Werke vorgebracht. Er hat alles, was er bis dahin gemacht hatte, dann sozusagen in der Schublade verschwinden lassen und probiert. Gut, dann gehen wir jetzt einmal ein bisschen nach vorne. Jetzt waren wir eben schon bei, oder du warst gerade bei 1902.
Aber die Anfänge, die liegen ja, naja, gut, lassen wir die Kindheit vielleicht jetzt mal weg, oder? Wollen wir über die Kindheit noch reden? Satie hat gesagt, das hat in keiner Schrift, die in irgendeiner Weise auf Vernunft Anspruch erhebt, etwas zu suchen. Seine Kindheit ist eine ganz normale Kindheit gewesen. Okay, er bestand darauf. Okay, dann lassen wir das weg. Wie ging es denn los mit den ersten öffentlichen Auftritten oder den ersten Werken von Satie, die nach diesen Jugendwerken dann irgendwann auch mal gedruckt wurden? Wie trat Satie zunächst einmal an die Öffentlichkeit? Ja, an die Öffentlichkeit trat er als erstes unter den Fittichen seiner Stiefmutter, die als Pianistin auch selbst Konzerte veranstaltet hat mit ihren Schülern. Und auch ihr Sohn ist dort aufgetreten. Das ist aber schon vor der eigentlichen künstlerischen Karriere von Satie passiert. Er war ja noch nicht mal ein Montmartre-Adept, noch kein Bohemian. Er war wirklich der Sohn seiner Stiefmutter und hat versucht, brav zu sein, wirklich. Und dass er über die Stränge geschlagen hätte, ist erst viel später passiert, wo er sich dann als Humorist wirklich auch nach außen bewegt hat und sich beworben hat um einen Sitz in der Akademie der Schönen Künste. Das waren freche Aktionen. Und im Chat Noir ist er kaum richtig als Künstlerpersönlichkeit in Erscheinung getreten. Er hat dort hin und wieder den Taktstock geschwungen für die Schattentheaterdarbietung oder hat sich ans Klavier gesetzt, ein bisschen gespielt. Aber er stand nicht in der ersten Reihe im Chat Noir, in diesem Künstlerkabarett, das der Leitstern von ganz Montmartre war, dieser Off-Kultur. Legst ja Wert darauf, dass Paris etwas anderes war als der Montmartre, beziehungsweise die Montmartre-Kultur etwas anderes war als die Pariser Hochkultur. Und wofür steht das denn dann? Was war in diesem Etablissement namens Chat Noir, also schwarze Katze, was war da los? Der Kopf des Ganzen hieß Rodolphe Salis. Und was war das für ein Typ? Ja, er war, würde man gar nicht denken, ein sehr autoritärer Typ, der wirklich mit eiserner Hand sein Etablissement geführt hat. Aber er hat vielen Künstlerpersönlichkeiten eine Bühne bereitet. Und aus ganz Frankreich kamen eigentlich die Originale zu ihm, weil sie sich bei ihm selbst darstellen konnten, als das, was sie waren. Nicht irgendwelche genrehaften Charaktere, ja, den Exzentriker zum Beispiel, oder den Bauernburschen oder den Opernsänger, sondern tatsächlich richtig originelle Typen, die durch ihren Humor bestachen oder durch ihre Geschichte oder einfach durch ihre Art, wie sie herüberkommen. Es ähnelte ein bisschen dem, was wir heute als Stand-up-Comedy kennen und auch im wachsenden Maße immer höher schätzen. Es war eine Art Talentschmiede auch. Es war eine Talentschmiede, ja. Es war auch eine Show, aber die Künstler haben dafür keine Honorare bekommen. Die sind wirklich, weil sie zu diesem Haufen gehören durften, waren sie eigentlich stolz, zu diesen Chat Noir-Künstlern gehören zu dürfen. Okay, und also dieses Chat Noir war auf dem Montmartre, diesem Hügel. Ja. Und wir sprechen von den 1880er Jahren. Wir sprechen von den 1880er Jahren. Das ist etwas, was man, also würde man das heute als Subkultur bezeichnen? Subkultur trifft es ist auf jeden Fall off. Es ist jenseits der doch sehr zentralistisch funktionierenden Hauptstadtkultur, die sehr eingebildet ist auf ihre akademischen Errungenschaften, auf ihre akademischen Häupter auch und auf ihre Tradition. Und auf dem Montmartre hat man darauf gepfiffen, kann man wirklich sagen. Man hat diese Kultur vielleicht nicht abgelehnt, aber man wollte eigentlich darüber hinauskommen. Man wollte auch in das, was vor der Klassik war, die Hand reinhalten. Und alles war möglich. Vor der Klassik meinst du jetzt die klassische Musik? Vorklassik, Mittelalter, Antike, all diese Dinge. Okay. Also einen Moment noch zurück. Also wenn man ins Chat Noir ging, dann gab es wir würden auch vielleicht sagen heute Kleinkunst. Ja. Also es gab Musik, es gab Vortrag, also Textvortrag, Witze wahrscheinlich. Es war sicherlich lustig auch, ne? Oh ja.
Es war sehr lustig. Das war auch aggressiv lustig. Ja, natürlich, Ja. natürlich, das kommt auch mit dazu. Das ist ein militanter Humor, der etwas erreichen will und auch den anderen umhauen will. Es ist tatsächlich nicht nur, damit die Leute lachen, sondern auch um ihn so ein bisschen aufzulauern und sie im Unwissen zu betreffen. Und man konnte auch essen und trinken. Ja, das war natürlich die Einkunftsquelle für Salys billiges Bockbier. Billiges Bockbier. Dürfen wir uns das vorstellen wie in Bayern? Ja, bayerisches Bier ist gar nicht so billig. Nein, aber vielleicht war es in den 1880ern etwas billiger Ja. als heute. Ich weiß es nicht. Okay, und wie ist jetzt Satie da reingekommen? Oder wie hat er sich da vorgestellt, präsentiert? Hatte er irgendwas, ist er da hingegangen und hat gesagt, hallo, ich kann auch Klavier spielen? Oder er hatte ja eine klassische Ausbildung? Ganz anders, als man denken würde. Also er ist mit seinem Dichterfreund Patrice Contamine de la Tour, der eigentlich katalanischer Abkunft war, durch die literarischen Salons gestromert und hat dort die symbolistischen Dichter kennengelernt. Und diese Kultur war sehr offen für auch die Popularkultur. Man hat auch versucht, politisch dort sich zu öffnen hin zu den Unterschichten. Würde man auch gar nicht denken von den symbolistischen Dichtern, aber diese jungen Dichter, die wollten das. Waren auch mit dem Anarchismus durchaus hatten Berührungspunkt. Und mit diesem Patrice Contamine de la Tour hat Satie sich gedacht, lass uns was zusammen machen, und sie haben alle möglichen Genres abgedeckt. Also einmal sehr originelle Dinge, seine Elegie, seine ersten Lieder, aber auch Popularmusik. Sie haben auch tatsächlich ein Lied dazu mitgebracht, das auf dem Konzertcafé-Niveau war. Wirklich sehr, in meinen Augen nicht so hochwertig künstlerisch. Und damit sind sie in Montmartre angekommen und haben gesagt, hallo, hier sind wir, und haben sich dort bekannt gemacht mit diesen ersten Entwürfen. Okay, und wie lange war jetzt Satie an Chat Noir? Wie lange ging er da ein und aus? So etwa 2,5 Jahre. Da war das seine Basis, das war seine Sozialisierung, kann man sagen, seine Humorsozialisierung. Ja, und das sind bestimmte Humortechniken auch, die dort gepflegt wurden, die man tatsächlich lernen musste, weil die neu waren. Okay, also ich sehe schon, das Wort Humor kommt jetzt doch relativ oft vor. Es ist ja auch so, dass Satie häufig als Humorist bezeichnet wird. Ja. Und du hast dich natürlich in diesem Buch auch darüber ausgelassen. Es gibt auch ein ganz bestimmtes Wort, das ich durch dein Buch kennengelernt habe. Das ist der Fumismus. Das ist doch auch eine Art Humor? Oder Ja, das ist eine ganz wichtige Technik. Was ist das denn hier? Fume bedeutet auf Französisch so viel wie Rauch, Qualm. Ja, man hat Zigarren geraucht, Pfeifen, und es war sehr dunstig und man konnte nicht klar sehen. Und als Humorist möchte man sein Gegenüber gerne auch nicht ins Dunkel führen, aber so, dass er nicht klar sehen kann. Und die Technik besteht darin, dass man die Denkrichtung seines Gegenübers plötzlich fast unerwartet auch mit einschlägt und mit ihm in seine Richtung geht, aber so übertrieben und so offensichtlich opportunistisch, dass der sich fragt, kann es denn wahr sein, dass das, was ich hier gerade erlebe. Ja, also wenn Sie zum Beispiel, wenn man mit einem anderen Verkehrsteilnehmer in einen Konflikt gerät und er einem sagt, ja, Sie dürfen hier auf dieser Straßenseite gar nicht fahren als Radfahrer, dann sagt man, ja toll, dass man endlich mal einen Mitbürger findet, der rechtschaffen ist und der auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung achtet. Man spricht sozusagen in seinem Sinne, was er gar nicht erwartet. Und so, dass er merken kann, dass er vielleicht etwas zu weit gegangen ist, auch in seiner aufbrausenden Art. Und wie hat jetzt Satie in seinem Leben oder in seiner Kunst diesen Fumismus angewandt? Wie hat er seine Gegner vernebelt in der Zeit damals? Ja, also natürlich
unter Freunden hat man das immer gerne angewandt, aber er ist damit eben auch an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat sich als Akademiker eingemischt in das Geschäft der Hauptstadt, in der Hauptstadtkultur. Es gab die Akademie der schönen Künste, wo 40, nicht Professoren, aber 40 herausgehobene Akademiker auf ihren Stipendien sozusagen saßen, und dort wurde eben ab und zu mal ein Sitz frei. Ja. Und Satie hat sich darum beworben. Er hat gesagt, ich bin auch ein Haupt einer avantgardistischen Schule und ich verdiene hier angenommen zu werden, ich vertrete die Nation, und er hat alle Bedingungen erfüllt, dass seine Kandidatur auch angenommen werden muss. Er hat einfach formal den richtigen Ton getroffen und gesagt, hier ist die Liste meiner Werke, und er musste angenommen werden. Und das war in der Zeitung. Ja, man hat dann gesehen, da gibt es einen jungen Kandidaten von 26 Jahren. Das Durchschnittsalter war weit über 40 bei diesen, also der jüngste war, glaube ich, in den 40ern, das Durchschnittsalter war in den 60ern, denke ich mal, bei den Akademikern. Und dann kommt dieser junge Halodri und sagt, ich möchte hier auch teilnehmen, und ja, musste zugelassen werden. Diese Werkliste, war die der Wahrheit gemäß? Ja, er hat eigentlich sogar die schönsten Werke rausgenommen, die Ogives, weil die gedruckt waren. Und auf der Liste waren nur Sachen, die gar nicht zugänglich waren. Ja, Bühnenmusiken, die auch nur in Teilen aufgeführt wurden, oder eben Stücke, die nur in der Schublade von Satie existierten. Aber es gab doch mit Hüsbüt einen Fall von deutlicher, wenn ich das so sagen darf, von deutlicher Vernebelung auch seiner akademischen Kollegen, oder wie soll ich das ausdrücken? Hüsbüt ist ein christliches Ballett. Ja, vielleicht man muss erst mal sagen, was es ist. Hüsbüt ist ein sogenanntes christliches Ballett. Und da Satie und seine Bohemian-Kollegen nicht über die Mittel verfügten, ein ganzes Ballett zu bezahlen, haben die das als Schattentheater aufgeführt. Ja. Und es geht in Hüsbüt eigentlich um einen heidnischen jungen Mann, der zum Christentum übertritt und dann auch zum Märtyrer wird. Das ist eine ganz intakte Heilsbotschaft. In 3 Akten ist das Libretto konzipiert, und man könnte es mit der wirklich sehr erhabenen und sehr mystischen Musik von Satie sehr ernst darbieten, wenn da nicht die etwas lustigen szenischen Einfälle wären dabei, die den Zuschauer auf die Probe stellen während der Aufführung. Er ist dann immer hin und her gerissen zwischen dieser erhabenen und heiligen Atmosphäre und den merkwürdigen Heiligen, die da auftauchen, die ihr Gebiss ausspucken und solche Dinge machen, die also auch klamaukig sind, und dann gibt es Erdbeben und sensationelle Sachen passieren plötzlich inmitten dieses Settings. Und Satie hat damit sein Publikum erprobt. Er ist mit diesem Hüsbüt wirklich auf Tournee gegangen, kann man fast sagen, in den Pariser Salons, um seine Künstlerkollegen zu erproben, wie sie darauf reagieren. Ja, das eigentliche Ereignis hat sich im Zuschauerraum dabei abgespielt. Eine der Schwierigkeiten, wenn man sich Satie nähert, ist die Ironie, die manchmal verhindert, dass man denkt, ja, so war Satie, da erkennen wir ihn. Und er hat etwas gemacht, was man vielleicht mit Maske bezeichnen kann. Du sprichst in deinem Buch von Typen. Und das hat auch schon relativ früh begonnen, mit der Montmartre-Zeit. Was meint Typus bei Satie? Oder was meinst du mit Typus bei Satie? Das Äußere oder die Kleidung oder die Haltung oder was er gesagt hat oder von sich gegeben hat? Was ist das? Also, und was für Typen gab es dann? Ja, der erste wichtige Typ, um das von Anfang vielleicht aufzurollen, ist der Herr von Habenichts, der Monsieur le Pauvre. Und das ist keine Verkleidung, also er trug zwar Zylinder und Zwicker, und für uns sieht das auch irgendwie typisch aus, aber es ging nicht darum abzustechen jetzt durch die Kleidung, sondern durch die Art, mit wenigem zu beginnen, sich darauf einzulassen, Sachen auszublenden, die die Tradition
mit sich trägt und zu sagen, ich fange mit ganz wenig an. Ich bediene mich zwar an dem Reichtum, ja, ich kann auch die großen Nonenakkorde und die scharfen Septimen, die großen benutzen, wie ich möchte, aber ich mache kein großes Brimborium. Ich mache nicht die Fortschreitungsmodelle, sondern ich gehe auf meine Weise vor mit diesem wenigen. Und das haben die Bohemians verstanden. Er hat es geschafft, es so im Chat Noir darzustellen, dass er verstanden wurde und dass auch ein Rodolphe Salis sich bis zum Boden verneigte und sagte, was für ein wirklich hübscher Beruf, ein Gymnopädist. Das war eine große Ehrung, also da im Chat Noir wahrgenommen zu werden als Typ und begriffen zu werden als Gegenmodell zu dem Reichtum, den Paris bot. Und das war das Erste, was er geschafft hat. Es ist auch wie eine Rolle fast. Und er konnte sich aufbauen vor seinen Mitbohemians und sie auf diese Weise zur Rede stellen. Es gab der ganzen Situation immer gleich eine Perspektive. Also es war keine Rolle in dem Sinne, dass er etwas gespielt hätte, sondern, verstehe ich das richtig, er hat etwas von sich, sagen wir mal jetzt von seinem Inneren, zum Ausdruck gebracht durch, du hast gerade gesagt, die Musik, da können wir jetzt gleich nochmal drauf kommen, was Fortschreitungen sind oder so, und durch seine Kleidung. Ja. Und das waren aber Züge von ihm selbst, er brauchte sich da nicht zu verstellen, sehe ich das richtig? Ja, das ist keine Verstellung. Diese Rollen und Typen sind tatsächlich original. Ja, es kommt von innen tatsächlich und ist eine Haltung. Okay, und diese Haltung ist ein gutes Stichwort, genau. Und Haltung hat er eben dann auch in die Musik gebracht. Genau, und verständlich gemacht in seinem Milieu. Okay. Also ich sage das nur, weil die Bohemians, die waren nicht hochgebildet musikalisch. Das waren ganz einfache Leute zumeist, die mit der Chansonkultur Frankreichs verwachsen waren und nichts wussten von Saint-Saëns oder Fauré oder nur wenig, sagen wir. Das, was in den Sonntagskonzerten lief vielleicht, aber nicht viel mehr. Lass uns mal eben noch vielleicht weitermachen, bevor wir auf die Musik nochmal zurückkommen, damit wir das mit den Typen ein bisschen auf die Reihe kriegen. Also Herr von Habenichts ist eine altehrwürdig klingende Übersetzung von Monsieur Le Pauvre. Ja. Was gab es da noch für Typen und gab es die gleichzeitig oder haben die sich abgewechselt? Die haben sich ein bisschen überlappt, auch die konnten sich überlappen. Also, aber manchmal auch nicht. Also da muss man wirklich genau gucken, wer es wäre. Okay. Also er hat gerne den Parcier gespielt, einer Metropolitankirche der Künste, die er selbst erfunden hat. Moment, da müssen wir von vorne anfangen. Ja? Also, das ist ja schon diese Kirche. Das ist ja auch eine sehr merkwürdige Geschichte. War das jetzt, hat sich das überlappt auch mit dieser Monsieur Le Pauvre, mit diesem Typ? Oder war das in der Montmartre-Zeit schon? Ja, das hat sich überlappt mit dem Monsieur Le Pauvre. Monsieur Le Pauvre ist tatsächlich bis 1895 ein interessantes Thema für Satie geblieben. Okay. Und er hat das weitergetragen. Und der Kirchenfürst, wann kommt er dazu? Ich glaube 93 ist er auf jeden Fall da. Gut, also Satie war doch wie jeder gute Franzose katholisch, nehme ich mal an. Und warum hat er jetzt seine eigene Kirche gegründet? Man muss sich das ja mal vorstellen. Der Mann hat wirklich, also so habe ich das gelernt und früher gelesen, hat seine eigene Kirche gegründet, hat sich selbst auch noch eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen dieser Kirche und hat gleichzeitig wohl alle Funktionen gehabt, die man in dieser Kirche überhaupt nur haben kann. Er hat das auch visualisiert, er hat Figuren gezeichnet. Er hat eine ganze Hierarchie von Kirchenmitgliedern oder Ordensmitgliedern, oder wie man da sagen soll, erfunden und gezeichnet. Wieso musste er seine eigene Kirche gründen? Ja, also es war ein Erfolgsmodell, kann man sagen, das schon bestand. Also sein Förderer, Josephin Péladan, hat ja auch einen Künstlerorden gegründet und er war da als Kapellmeister involviert. Er war kein Mitglied dieser Rosenkreuzer Künstlergesellschaft, aber er war doch sehr tief darin
und hat das als interessant wahrgenommen, wie diese Leute sich als Institution aufgestellt haben. Das war mit einer gewissen Autorität verbunden. Da hatte man die katholische Kirche im Rücken und man konnte eben mit dem Brustton der Überzeugung sprechen, mit Absolutheit. Das hat ihm gut gefallen, als phonistisches Modell. Sich autoritär aufbauen vor dem anderen. Das ist schon mehr eine Maske als ein Typus, weil er war das nicht wirklich. Ja. Aber er konnte sein Gegenüber quälen damit, dass er gesagt habe, ich spreche jetzt hier als Kirchenfürst. Haben die Leute das denn irgendwie geglaubt? Es kam sehr authentisch rüber und ich glaube, man war damals auch noch an diese Gesten des Autoritären man war dem sehr stark ausgesetzt. Also wir heute sind wesentlich liberaler und man ist so sozialisiert worden mit diesen Kircheninstitutionen, mit dem Katechismus und mit den Verhaltensweisen und mit den Reaktionsweisen auch. Oh, ja, der heilige so und so. Also das hat schon Wirkung gehabt. Aber hat er sich dann in die katholische Kirche eingefügt? War das ich meine, diese eigene Kirche, diese Metropolitankirche der Künste. War das nicht antiklerikal? Es war antiklerikal, doch, das kann man sagen. Es ist eine Parodie auf die Kirche und auf die Art, wie die Kirche sich verkauft. Das ist schon eine Kritik auch gewesen. Man parodiert es. Und man parodiert auch andere, die das mit Ernst parodiert haben oder sagen wir mit Ernst imitiert haben. Das ist eine Karikatur tatsächlich dessen, was Satie erlebt hat. Das ist eine Karikatur. Und ich glaube auch, dass es verstanden wurde so. Dieser Typus von Monsieur le Pauvre, also Herr von Habenichts, war Satie eigentlich selber auch arm? Also ich meine jetzt zu dem Zeitpunkt, wie war denn das Elternhaus? Waren die einigermaßen begütert? Oder die waren schon begütert, ja. Also ja. Der Vater hatte eine Anstellung beim Ministerium und ich weiß nicht, wie gut seine Frau verdient hat, aber er hatte genug Muße, um nebenbei noch einen Musikverlag zu betreiben und Dinge zu machen, die ihm Spaß machten. Und er hat seinen Sohn ausgestattet, als der gesagt habe, ich muss ausziehen, ich muss auf den Montmartre. Er hat ihn gefördert und er hat ihm vertraut. Und er hat ihm auch eine Mitgift sozusagen gegeben, als er das Haus verlassen hat. Aber Satie hat eben diese Möbelstücke oder was er da eben hatte, Stück für Stück veräußert, hat sich dann eine billigere Wohnung genommen und hat mit sehr wenig gelebt. Und das war auch Programm. Also mit wenigem Auskommen. Nur das, was man wirklich zum Lebensunterhalt braucht, durch Klavierunterricht oder solche Dinge einwerben. Denn am Chat Noir, wie gesagt, konnte er nichts verdienen. Da wurden keine Honorare gezahlt. Da gab es nur vielleicht Freigetränke, wenn er Klavier gespielt hat. Das billige Bockbier. Ja. Oder Freibier in dem Fall. Ja. Gut, jetzt möchte ich das mit der Chronologie noch ein bisschen auf die Reihe kriegen. Also Musikwissenschaftler sprechen ja auch gerne von dieser ersten Phase, die irgendwie mittelalterlich geprägt sei. Eine Autorin hat mal was geschrieben von Neo-Grec, weil es Anklänge an die griechische Antike gab. Dann gibt es Stücke, die schon im Titel so ein bisschen katholisch klingen oder mystisch. Also es gibt ja eine Armenmesse, Messe des Pauvres, und es gibt ein Stück, das hat einen ellenlangen Titel, bezieht sich auf ein Fest, das gegeben wird im 11. Jahrhundert. Von normannischen Rittern zu Ehren einer jungen Dame. Normannischen Rittern zu Ehren einer jungen Dame, genau. Und wie viel, um jetzt auch mal ein bisschen noch auf die Musik zu kommen, wie viel Kenntnis von antiker Musik oder katholischer Musik, also Mittelaltermusik, steckt denn da drin? Ich war auf jeden Fall, als ich dieses Buch las, doch sehr überrascht darüber, wie gut Satie sich offensichtlich in mittelalterlicher Musik auskannte. Also es gibt ja diesen Titel Ogive. Das bezieht sich auf ein architektonisches Detail, auf die Spitzbögen. Das ist dann mittelalterliche Architektur, aber wie sieht es denn da mit seinen
Kenntnissen in der Musik aus? Man kannte ja nicht so viel, beziehungsweise das wurde ja gerade so wiederentdeckt. Das Mittelalter wurde just zu dieser Zeit wieder lebendig. Also es war lange Zeit wirklich in Vergessenheit geraten. Es gab schon ein paar Pioniere in der Romantik, die ihre Finger nach den Manuskripten ausgestreckt hatten. Aber richtig wissenschaftliche Bücher, die heute noch Gültigkeit haben, entstanden damals. Und Satie hat da geschmökert. Er hat tatsächlich die musikwissenschaftliche Forschung seiner Zeit wahrgenommen und hat sich mit Diskanttraktaten aus dem Mittelalter beschäftigt. Und, was sind denn Diskanttraktate? Ja, im Grunde hat er das in dem Stück, das wir eben erwähnt haben, der Fête donnée par les Chevaliers Normands en honneur d'une jeune demoiselle, da hat er tatsächlich seinen eigenen kleinen Diskanttraktat erschaffen. Es geht darum, dass man Melodiefortschreitungen, und zwar im Einzelnen, also wenn man diese Melodie fortschreibt, dass man sich die Begleitung dazu schon im Vorhinein zurechtlegt, als Regel. Ja, dass man einen Kanon von Melodie-Fortschreitungsbegleitungen sich katalogartig aufbereitet und danach dann vorgeht. Die gregorianische oder neogregorianische Melodie, die man selbst erfunden hat, begleitend mit diesen Harmonien, die schon ihre Regeln in sich tragen. Und das hat er dann probiert. Es ist kein besonders tolles Stück und Satie hat es auch nie als Werk veröffentlicht oder veröffentlichen wollen. Aber die Methode, die hat er ausgeweitet zu einer Katalogmethode, wo dann auch mehrere Akkorde als Katalogelemente dann nebeneinander gestellt werden können und ausgewählt werden können aus einem vorher zusammengestellten Katalog. Wenn in dieser Zeit, in der Satie anfing zu komponieren, das Mittelalter oder die mittelalterliche Musik auch in Frankreich neu entdeckt wurde, dann trifft das doch, nehme ich mal an, auch auf andere Komponisten zu, dass die sich damit beschäftigt haben, nicht außer Satie? Ja, man kennt natürlich auch von Debussy Ausflüge ins Vorklassische und es geht ja darum, sich auch von dem, was einem die akademischen Kulturen so aufdrücken, zu befreien. Das ist eine Befreiungsaktion, kann man sagen. Dieser Blick ins Mittelalter auch in griechische Harmonien, die nun wirklich sehr fern sind und über die man sehr wenig wusste. Das ist ein Befreiungsschlag, den man da versucht. Und sehe ich das richtig, dass die französischen Komponisten doch auch zu einem sehr großen Teil im 19. Jahrhundert, sagen wir mal, akademisch komponiert haben in einem ein bisschen abwertenden Sinn, dass das bei Satie dann auch so eine Reaktion war gegen diese Komponisten, oder haben diese, du hast gerade gesagt vorklassisch, das klingt ja irgendwie so, dass Satie doch sich ganz bewusst eben auf eine sehr weit zurückliegende Epoche bezogen hat, während viele andere Komponisten ja eigentlich so daran gearbeitet haben, immer noch an Werken, die für mich zum Beispiel klingen, als wäre das eigentlich noch Robert Schumann. Ja, also aber 80 Jahre später. Ja, es geht immer noch innerhalb der Tradition, das Alte zu erfüllen und überzuerfüllen, zu überbieten sogar. Also wenn man an den jungen Schönberg denkt, mit seinen Streichquartetten und Kammersinfonien und vielen anderen Dingen. Es geht um eine Überbietung dessen, was vorher gewesen ist. Auch bei Brahms denke ich schon. Ja, also es ist, man möchte es noch besser machen als die Klassiker. Und davon, es ging vielleicht auch einfach gar nicht mehr, aber es ist nicht unbedingt bei Satie ein Antagonismus, dass er sagt, ich will das alles umreißen, sondern er sagt, ich will es vergessen und von Neuem beginnen. Und es ist wie eine Teilamnesie. Er hat sich ja auch als Amnesiker stilisiert, als jemand, der gut vergessen kann. Aha. Er hat das Wort Amnesiker benutzt? Ich weiß gar nicht, ob es das Wort im Deutschen gibt, Amnesiker, aber Amnesik im Französischen. Ja,
Ja, die Memoiren, dann sind die Erinnerungen, die Memoiren eines Vergessenskünstlers. Ja. Memoiren eines Gedächtnislosen. Ja, genau, in der deutschen Übersetzung eines Gedächtnislosen. Das stimmt. Was ist das denn? Das war mir jetzt auch lange entfallen. Was ist das für ein Text? Das ist doch eine Textsammlung, nicht? Ja, genau. Das ist eine Folge von kleinen Artikeln, die Satie für eine Zeitschrift bereitgestellt hat. Und was steht da so drin? Oh. An was erinnert sich jemand ohne Gedächtnis? Was bringt er dann noch fertig? Ja, über seine Jugend, ich weiß gar nicht, ich müsste da jetzt tatsächlich nachgucken. Ich weiß das nicht aus der Erinnerung, aber berühmt ist natürlich zum Beispiel der Tagesablauf des Musikers, wo ganz genau geregelt ist, zu welcher Zeit er welchen Tätigkeiten nachgeht, welchen auch gar nicht unbedingt schöpferischen Tätigkeiten, und wo sein Leben ganz genau geregelt ist und wo er sagt, ich esse nur weiße Sachen. Ja, dieses Jungfräuliche und Ursprüngliche wird da überzeichnet. Ah, genau. Ja. Okay, dann kommt er sicher da in einem späteren Teil noch drauf. Ich hatte das wirklich jetzt vergessen, diesen Begriff Amnesik, natürlich kenne ich den. Ja. Okay, ja, Teilamnestiker. Dann würde ich jetzt gerne, um dieses Kapitel jetzt noch etwas abzuschließen, auf den Velvet Gentleman kommen. Dann haben wir die Typen vielleicht allmählich durch. Velvet Gentleman heißt Samt. Ja, der Samtige. Der Samtige. Und es bezieht sich auf jeden Fall darauf, dass Satie im Samtanzug erschien. Ja, es ist mehr so ein glänzender Kautstoff gewesen, der so schimmert im Licht. Und es war durchaus ein verbreiteter und modischer Stoff damals. Aber dieser Anzug hat ihm doch eine herausstechende Eleganz verliehen, kann man sagen. In welcher Farbe? Ja, das ist so ein braun-grün schimmerndes, ein solcher Eindruck muss es gewesen sein. Also man hat leider nicht so viele Fotos von ihm in dem Anzug, und das Foto, das wir kennen, lässt er auf einen dunkelbraunen Stoff schließen, aber es hat mit der Beleuchtung vielleicht zu tun. Also es ist edel, es wirkte edel. Und er hat mehrere Anzüge gekauft, er hatte auf einem verschlungenen Weg etwas Geld plötzlich bekommen und hat sich 7 Anzüge gekauft, damit er diese Perfektion, diese Eleganz aufrechterhalten kann und zuverlässig aufrechterhalten kann, wo immer er geht und steht. Dass er als Typ erkennbar bleibt, als Velvet Gentleman. Und das war dann etwas später als die Montmartre? Ja, das ist so Ende 1895, schon 1895 hatte er diese Anzüge. Und hat dann auch das Image des Monsieur Le Pauvre abgelegt damit, denn das widerspricht sich ja wirklich, dieser edle Stoff und der Adel. Na gut, der Adel war vorher auch schon da, aber es ist eben hier ein reicher Adel, der von der Unfreiheit des gewöhnlichen Lebens absticht. Satie hat den Monsieur Le Pauvre nicht mehr aufrechterhalten können, weil auch viele andere dieses armen Genre bedient haben, und zwar mit einer Sozialideologie wirklich. Dann auch die Lieder gesungen haben von der arbeitenden Bevölkerung. Jean Rictus ist da derjenige, heute kennt ihn keiner mehr, aber damals war es eben ein Typ, der mit diesem Genre des Armen Furore gemacht hat und durch die Etablissements gereicht wurde und sein Geld damit verdienen konnte. Und Satie konnte vor dem Hintergrund nicht verstanden werden als Monsieur Le Pauvre, deswegen hat er diesen Wandel vollzogen, denke ich. Können wir vielleicht zum Abschluss dieses Kapitels noch auf ein sehr merkwürdiges Stück kommen? Das hat den Titel Vexation. Das kann man übersetzen mit Quälereien, so wird es jedenfalls häufig übersetzt. Ja. Vexation steht in Verbindung mit einer erotischen Affäre, wenn ich so sagen darf. Ja, eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung. Das bringt mich jetzt wieder zu der Frage, weiß man das jetzt wirklich? Kann man das wirklich sagen von Saties Innerstem? War das
Es war eine richtige Liebesaffäre, ja. Es war eine wilde und kurze Liebesaffäre, aber es war eine Liebesaffäre und es war die einzige Liebesaffäre, von der wir wissen. Also ich glaube auch wirklich daran, dass es seine einzige Liebe war, denn er war sehr niedergeschmettert, nachdem ihn seine geliebte Suzanne Valadon verlassen hatte. Also Suzanne Valadon war Malerin. Sie war Malerin, ja, und sie war auch ähnlich abenteuerlich wie Satie unterwegs. Ohne eine akademische Ausbildung hatte sie sich vorgenommen, als Frau zumal Erfolg zu haben als Malerin. Und sie hat es auch wirklich erreicht, einige Bilder im Salon der Société Nationale auszustellen. Also das war sensationell. Und Sie waren auch Nachbarn, oder sind Sie? Sie waren in der gleichen Straße zu Hause, das stimmt, ja. Aber sie hätten sich auch im Kabarett wahrscheinlich eher dort kennengelernt. Weil Satie hatte ja diesen katalanischen Freundeskreis und sie war mit einem berühmten katalanischen Maler auch liiert und hatte einen Sohn von ihm, den späterhin berühmten Maurice Utrillo. Wie hängen jetzt diese Vexation mit Suzanne Valadon zusammen? Ja, man muss den Namen ja nur aussprechen, dann hört man es schon, Vexation. Da steckt der Name Satie drin, Sassion, also wenn man es anders ausspricht an der Stelle, Erixation. Und das On kommt von Valadon, ebenso wie das V am Anfang, Vexation. Ja, die beiden Namen sind ineinander verwoben, genau wie es auch die Melodie ist. Die Melodie besteht eigentlich aus zwei Melodien, die durch Alternieren dann zu einer einzigen Melodie sich zusammenfügt. Die berühmte Bassmelodie, die man 840 Mal wiederholen kann, wenn man das wählt. Und dieses Stück ist posthum publiziert worden. Ja. John Cage hat das Manuskript entdeckt, sagt man immer wieder. Also er hat jedenfalls er hat es ernst genommen als erster. Also Sauguet kannte das Manuskript, es war nicht vergessen oder verloren, sondern Sauguet hat es nicht ernst genommen. Und Sauguet war wer? Sauguet ist einer der späteren Jünger Saties, die als Satie schon fast moribund war, mit zu einer Gruppe später Schüler gehört hat. Henri Sauguet. Henri Sauguet, ja. Gut, also Cage hat das ernst genommen als Stück, als vollständiges Stück. Und ich lege ja immer gerne Wert auf die Feststellung, dass Satie nicht geschrieben hat, dieses Stück oder diese Zeilen, die jetzt folgen, sollen 840 Mal gespielt werden, sondern dass er geschrieben hat, um diese Tonfolge oder wie auch immer das da steht, 840 Mal zu spielen, ist es gut, sich so und so vorzubereiten. Ja. In der allergrößten Stille kommt dann, glaube ich. Und insofern habe ich immer gesagt, naja, das ist nicht unbedingt jetzt für eine Aufführung gemeint. Cage hat daraus dann eine Aufführung gemacht, die sehr, sehr lange dauerte. Wie viele Stunden auch immer, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ein Tag und eine Nacht. Okay. Ist das ein Stück zum Aufführen oder wie war das? Also es ist sicherlich nicht gedacht für eine öffentliche Aufführung für ein Publikum. So hat sich Satie das überhaupt nicht vorgestellt. Es ist ein Werkstattprodukt, wo er eben die Harmonie, die er mit seiner Geliebten verbunden hat, da gibt es so eine Symbolharmonie, in ein Musikstück umgesetzt hat und sich selbst auch mit ihr im Wechsel in diesem Musikstück, als Komponist hat er sich da inszeniert und dieser Liebe ein Denkmal gesetzt. So kann man es vielleicht verstehen. Dann habe ich noch eine Frage im Zusammenhang mit nicht nur mit Vexation, sondern auch mit dieser, sagen wir mal, Politik, die Satie betrieben hat mit seinen Veröffentlichungen. Mein Eindruck war immer wieder, dass Satie sehr genau unterschieden hat zwischen dem, was er veröffentlicht hat und dem, was er nicht veröffentlicht hat, und zwar ganz bewusst. Gut, bei ein paar Sachen kann man sagen, das sind wirklich Studienwerke oder hier hat er dieses und jenes auch probiert. Trotzdem werden die seit Jahrzehnten gespielt, auch auf CDs eingespielt.
Bei anderen ist das aber nicht so ganz klar. Das ist doch schon auch sehr früh da, nicht? Es gibt doch auch diese Messe des Pauvres, von der es auch schon längst eine veröffentlichte Partitur gibt und auch zahlreiche Einspielungen, die wird auch mit Konzerten gespielt. Das ist doch auch ein Beispiel für etwas, was so gar nicht von Satie gemeint war. Ja, er ist als Komponist mit seiner katholischen Musik in eine Sackgasse geraten und hat das nicht weiter betrieben und hat sich anderen Dingen zugewandt. Also er hat zwar einige Stücke veröffentlicht in dem Kontext, aber die gehören eigentlich nicht zur Messe. Oder ja, viele von denen gehören nicht zur Messe, sondern zu wieder anderen Experimenten, wo er mit Psalmodie experimentiert hat, was nicht mit der Messe zu tun hat. Aber er wollte eben eine heilige Musik, eine sakrale Musik schaffen, die als Dekormusik auch in der Liturgie ihre Funktion erfüllt. Das war durchaus ein erklärtes Ziel und er ist damit auf den Bauch gefallen. Ja, er hat das nicht weiter verfolgt und es ist in der Schublade gelandet. Darius Milhaud, der eigentlich der Beauftragte war, den musikalischen Nachlass zu verwalten, hat es dann zusammengesteckt zu einer Messe, die es so nie gegeben hat. Ja, die Satie auch nie fertig komponiert hat. Okay. Und was Dekormusik ist und wie Satie auf die Nase fiel, darum geht es in der nächsten Folge. Okay. Tschüss.